Moin Moin aus dem Wunderland. Ich stehe hier gerade mal wieder in der Atacama-Wüste. Auf der Seite wird schon wieder fleißig weitergearbeitet, aber dazu gibt's mal ein anderes Update. Denn hinter mir, hier in Humberstone, ist ja ein großes Loch und da steht ja die große Halle dieser Salpetermine. Und ja, Lukas und Theresa sind da ja fleißig schon am Ausschmücken gewesen. Auch in der Vergangenheit habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt ist noch mal ordentlich was passiert und ihr könnt den beiden jetzt mal über die Schulter schauen. Moin, ich kann euch mal zeigen, was ich hier jetzt schon gebaut habe. Wir bauen in der Atacama-Wüste eine alte, verlassene Salpeterfabrik, die da auch wirklich noch steht und vor sich hin rostet und eine Art Geisterstadt ist. Und der Lukas, der baut gerade die Technik dafür und ich habe die Dekomaterialien angefangen. Hier habe ich zum Beispiel, könnte ein Motor sein, glaube ich. Der läuft ein bisschen unrund, weil es nur 3 Zylinder sind, soweit ich das weiß, aber es passt nicht anders, ist auch egal. Habe ich gebaut aus solchen Platten, solchen Plastikplatten und Profilen und habe die schön gerostet, dass sie schön alt aussehen. Und jetzt bringe ich die gleich rüber zu Lukas, dass er die schön zusammensetzen kann. Ich habe jetzt alle Teile fertig gerostet, von Theresa wiederbekommen. Dann schauen wir mal, ob die Mechanik noch läuft oder ob wir jetzt ein bisschen WD-40 brauchen. Das dreht schon mal noch frei. Die Teile, die jetzt noch nicht so rostig aussehen, sind dann eher Funktionsteile. Und die bekommen dafür eine wunderschön vorbereitete Abdeckung, die ihr am Ende sehen könnt. So, das ist extra so gebaut, dass ich das gleich noch nachspannen kann. Erstmal alles nur einsetzen. Erstmal nur die grobe Position und die ersten Schrauben fest. Hier ist ein bisschen sehr rostig. Mal gucken, ob wir das einfach an sich selber freischleifen. Ach, eine Funktionsprobe ist mir das wert. Dann sehen wir mal, wie schwergängig das wirklich ist. Das nächste Teil ist dann auch schon mal grob richtig in Position. Ach, dieser ganze Rost, der tut innerlich schon sehr weh als Mechaniker. Aber er sieht schon sehr schön aus. Aber der einzige Rost, der nichts kaputt macht, das ist schön. So, jetzt ist erstmal alles, was angetrieben wird, in Position. Dann kommen die beiden Trägersäulen. Oh, die sehen echt gut aus. Wenn die stehen, kann ich schon mal anfangen, die ganzen Maschinen zu spannen und einzustellen, dass sie dann auch so stehen, wie sie am Ende stehen sollen. Und auch wirklich mitlaufen. Das Laufband ist erstmal stramm. Der Häcksler noch nicht. 1 und 2 drehen schon mal gut. Jetzt können wir schon mal einen Motor reinsetzen. Das Rad ist wirklich schön geworden. Noch nicht alle gleich, aber gucken wir mal, ob sich schon was bewegt. Ja, dann noch ein kleines Kraftproblem. Ansonsten erstmal fair. Dinge bewegen sich. Und es hat sich noch nicht selbst zerlegt. Da knallt was. Gucken wir mal, ob es an Rost oder an mir selber liegt. Wenn ich per Hand mitspanne, kommt es nicht. Ah, er kämpft. Irgendwo muss ich die Reibungsstelle suchen. Er springt über einen Zahn. Irgendwo ist die Mechanik doch noch zu schwergängig. Und wenn er ein bisschen blockiert, dann rutscht der ein Zahn drüber. Da kann ich mir jetzt nochmal jedes drehende Teil angucken. Schön. Aber wenn es sich jetzt bewegt, ist das auch gleich die Zerreißprobe für die erstmals angemalten Riemen. Das sind einfach Kunststoffriemen. Da hat Theresa auch etwas Materialforschung betreiben müssen. Welche Farbe hält überhaupt da drauf? Auf dem Großen sieht man, dass die Farbe schon bröckelt in der Kurve. Da gehen wir dann mit Theresa weiter in die Farbstudie,
was sich jetzt wie lange, wie gut auf welchem Material verhält. Ich glaube, das ist für sie auch das erste Mal, dass sie einen flexiblen, gebogenen Gummizahnriemen anmalt. Der soll natürlich aber, wenn möglich, auch ein bisschen länger gut aussehen. Was heißt gut? Also eigentlich ja eher schlecht und alt, aber authentisch. Mit dem jetzt eingefärbten, modellbauerisch verfeinerten mechanischen Komponenten würde ich nochmal in einen kleinen Langzeittest gehen, sprich das 1-2 Stunden alleine laufen haben. Weil jetzt ist schon der eine Fehler deutlich besser geworden, fast schon ganz weg. Das heißt, es hat selber angefangen, sich frei zu reiben. Was jetzt gerade was Gutes ist, eigentlich nichts Gutes. Ich muss trotzdem noch wissen, was gerieben hat und wo das Problem lag. Nicht, dass es wieder auftaucht. Aber erstmal läuft alles, Dinge drehen sich. Man sieht schon überall, wo der künstliche Rost sich dann doch schon wieder abbricht. Dann schaue ich, wie viel und wo der Abrieb ist. Und was für Abrieb. Wenn es nur Farbe ist, ist gut. Wenn es Metall ist, ist schlecht. So, wenn jetzt alles erstmal augenscheinlich gut läuft, können wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir Theresas Details hinzufügen, die doch sehr schön aussehen. Da hat Theresa schöne, wirklich schöne, ich finde auch zeitgemäße, authentische Fabrikbauteile angefertigt. Die passen sehr schön. Hier hat Theresa einfach steckbar gebaut. Vielleicht setze ich noch mal einen Magneten ein, damit es auf Dauer hält. Da muss ich auch gucken, wie es sich verhält. Die Fördersäule, die Spirale wird auch noch schön eingepackt. So, das. Jetzt habe ich unser Destillier-Topfbecken auch noch mal mit angeschlossen. Schauen wir mal, wie das aussieht, wie das wirkt. Dafür machen wir mal das Licht aus. Achtung! Ah ja, die Blasen, es kocht noch, es leuchtet schön, sieht schön giftig aus. Ich kann die Blase auch ein bisschen stärker. Ja, ein paar mehr Blasen. Das wird dann nach unten noch ein bisschen blickdicht, dass das Licht nicht nach unten rausstrahlt. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Kochtopf. Vielleicht sieht das auch doch ganz cool aus, dass hier links und rechts ein bisschen Licht mit rausscheint. Schauen wir mal, ob Theresa da vielleicht noch was Schönes mitmachen kann. Ansonsten bin ich sehr zufrieden bisher. Wie gesagt, noch mal ein kleiner Lauftest für 1 Stunde oder 2. Und dann kann ich das Theresa wiedergeben, dass sie die jetzt neu gesetzten Schrauben vielleicht noch mal mitaltert. Und dann bin ich happy. So, jetzt habe ich die Fabrik von Lukas wiederbekommen. Sie sieht schon richtig geil aus. Ich bin schon sehr zufrieden. Ich habe hier schon so Kleinigkeiten noch vorbereitet, die er jetzt nicht brauchte, damit sie zum Laufen kommt, sondern hat noch Deko drumherum. Wie zum Beispiel diesen einen kleinen Kran hier, den stecke ich jetzt hier schon mal rein. Und da sieht man, wie das immer runder wird und immer mehr diese Stimmung auffängt, die ich haben möchte. Und ich habe noch so einiges zu tun an der Fabrik. Zum Beispiel muss ich den Boden hier noch sanden. Dann gibt es hier noch einen Rührbehälter. Den habe ich jetzt wirklich nur noch erstmal in Plastik hier stehen. Den muss ich noch verkleiden, sodass er funktioniert. Dann haben wir hier noch die Zahnräder. Die sind noch ein bisschen zu glänzend. Die muss ich auch noch ein bisschen auf alt machen. Aber auch, dass es noch funktioniert, da muss ich aufpassen. Und dann baue ich noch so Holzgerüste. Eins habe ich zum Beispiel schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das bringt dann auch noch ein bisschen Stimmung rein und dass die Arbeiter da noch ran könnten. Hier zum Beispiel hin. Und jetzt werde ich mich daran machen, diese Rührmaschine noch ein bisschen zu veralten und sehr wahrscheinlich mit Holzpaneelen zu verkleben. Ich schleife jetzt den Becher an, damit diese glatte Oberfläche kann den Klebstoff nicht so gut aufnehmen wie eine raue. Da hat quasi der Klebstoff mehr so noch Verankerungsfläche, raue Verankerungsfläche. Ein bisschen Sekundenkleber drauf. Ja, das scheint ganz gut zu klappen. Ja. Jetzt habe ich die getroffen. Der Topf ist jetzt fertig, zweiteilig, wie gewünscht von Lukas. Jetzt möchte ich mal sehen, wie das funktioniert, aber das Zusammenbauen, das sollte Lukas mal lieber selber machen. Hallo! Da ist er ja. Auf einmal ist er da. Ja, dann setzen wir das mal wieder ein. Gucken, also ich bin sehr gespannt. Da können wir das ja vielleicht mal laufen lassen. Ja, nehmen wir als erstes einmal den Rührer. Jetzt einmal aus dem Weg. Ja. Oh, das passt ja genau. Ja. Ich habe doch beschlossen, den Weltmeister.
Als ich gemerkt habe, Mist, ich bin zu breit geworden. Ja, testweise schon mal. Ich bin so frei. Mach mal. Wenn, dann machen wir alles. Ja, wenn dann alles. Dann machen wir nochmal das. Klack, klack. Oh ja, irgendwo muss das ja herkommen. Dann schauen wir mal. Ah, es läuft. Dann es rührt um. Es rührt, so wie soll. Sieht geil aus, so wie soll. Also schöne Gesamtkombination, kann ich nicht anders sagen, oder? Kann man noch einen Rost dazu stellen? Oh, gerne. Doch, das sieht richtig gut aus, das echte Holz zu dem Rost. Ja, dann ein bisschen mehr Schwung geben wahrscheinlich, Genau, ne? ein bisschen mehr Kraft. Ja. Irgendwo hat es gerade geklappt. Ich meine, ich kann es bei mir sonst auch mal laufen lassen. Jetzt wieder ist es zusammengebaut. Ich müsste es jetzt nicht mehr auseinanderbauen. Cool. Dann fehlt ja jetzt nur noch das Ausschmücken. Nur noch. Also Ja. Ist ja schon noch genug. Da ist noch gut zu Jetzt tun. wird's schön. Und vor allem auch hier noch mit dem Zeug, was hier oben rollen soll und mit den Lichtpunkten und so. So, ich hoffe, euch hat dieser Einblick gefallen. Die Halle ist jetzt fast fertig quasi. Also die werden die jetzt demnächst hier wieder einsetzen. Und zu guter Letzt fehlen dann eigentlich nur noch die Bewohner. Und ja, wer das sein könnte, könnt ihr ja auch mal überlegen und einfach mal in die Kommentare schreiben. Also, bis zum nächsten Mal.